A locking by the window, window, window. A locking by the window, I know and I just can't help it. Der 12. April 2025 ist wieder einmal der alljährliche Record Store Day. Und auch in diesem Jahr wird es wieder Elvis-Veröffentlichungen geben, 2 an der Zahl, eine dritte setze ich mal in Klammern und wir werden uns in der heutigen Folge von In Elvis Veritas mit 2 brandneuen Veröffentlichungen, die es exakt heute am 12. April zum Record Store Day zu kaufen gibt, beschäftigen. Elvis Presley. Herzlich willkommen, liebe Freunde. Ich bin Gerd von In Elvis Veritas, dem internationalen Elvis-Fan-Kanal auf YouTube in deutscher Sprache mit englischen Untertiteln. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, Record Store Day. Seit 2008 gibt es diesen sogenannten Record Store Day. Der Record Store Day ist gemacht, um unabhängige Plattenläden wieder mehr ins Bewusstsein der Menschen zu rufen. Wir alle wissen, ja, wir bestellen über meinen bevorzugten Elvis-Lieferanten, den TCP-Shop mit Michael Born, wo immer auch ihr bestellt. Ja, das macht Spaß, das ist bequem, aber der Record Store Day möchte aufmerksam machen auf unabhängige Plattenläden, also auch nicht, ich sage jetzt mal, oder irgend sowas, sondern wirklich spezielle Fachgeschäfte, die Vinylplatten anbieten, natürlich auch CDs. Und dazu ist dieser Tag da und ich finde diesen Tag gut und wichtig. Ich habe mich eigentlich jedes Jahr immer auf diesen Tag gefreut. Es gab schon tolle Veröffentlichungen und auch heuer sind wieder 2 mit dabei, 2 direkte Elvis-Veröffentlichungen. Darum soll es heute in diesem Video gehen. Bevor wir aber einsteigen, liebe Freunde, vielleicht seht ihr meinen Button hier, ja, I like Elvis. Ich habe den heute bewusst mal wieder ran an mein In Elvis Veritas Shirt, weil nämlich beim letzten Video doch es einige Schreiber gab in den Kommentaren, da habe ich mich ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, ja, bist du überhaupt ein Elvis-Fan, weil ich Elvis kritisiert habe in seiner Show in Omaha, Nebraska, Elvis am Ende mit einem Fragezeichen versehen. Ich möchte dazu nur so viel sagen, wenn wir als Elvis-Fans nicht in der Lage sind, auch mal Elvis kritisch zu sehen, dann sind wir aus meiner Überzeugung, und viele von euch haben mir übrigens zugestimmt, keine wahren Fans. Es gehört doch dazu, wir machen doch unseren Elvis nicht klein, wenn wir auch mal seine Schattenseiten beleuchten oder mal eine schlechte Show untersuchen, zumal ich ja ausführlich darüber gesprochen habe, auch warum diese Show so schlecht ist und was alles dazu geführt hat. Ich will das jetzt gar nicht zu sehr vertiefen, ich möchte nur klarstellen, liebe Leute, I like Elvis. Ich bin Elvis-Fan seit dem 17.08.1977 und das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. So viel dazu. Ja, jetzt aber zu den heutigen Veröffentlichungen des Record Store Day. Wir haben also vom französischen VPI-Label, das jedes Jahr auf der Bildfläche erscheint, wenn der Record Store Day kommt, mit interessanten Veröffentlichungen. Ich verweise nur auf meine Videos, die ich schon gemacht habe zu VPI-Veröffentlichungen zu Elvis Styles und zu Elvis is Black. Ja, und heute soll es also um die Veröffentlichungen gehen, die zu diesem Record Store Day 2025 erschienen sind. Und wir beginnen mal mit dem Unboxing zu einem 3-LP-Set 1960 Everybody's Got the Fever.
Kommen wir zunächst einmal zum Äußeren. Wie immer bei VPI sind die Vinylscheiben auf einem farbigen Vinyl gepresst. Das ist natürlich wunderschön anzuschauen, macht sich gut auf dem Plattenteller, auch wenn man es auspackt, sehr, sehr schön. Aber wir sollten solche Dinge auch nicht überbewerten. Es ist eine nette Beigabe, aber daran macht sich jetzt die Qualität dieser Veröffentlichung für mich zumindest nicht fest. Anders sieht es aus bei den Innenhüllen, bei den Inner Sleeves und dazu speziell zu den Liner Notes. Da ist mir schon jetzt ein paar Mal aufgefallen, dass VPI hier wirklich eine exzellente Arbeit leistet. Leider wird nie der Autor dazu geschrieben, aber wir bekommen wirklich wertvolle Informationen. Bei der Veröffentlichung Everybody's Got the Fever ist es so, dass wir also die Zeit ja beleuchtet bekommen, musikalisch von 1960, also alles, was Elvis 1960 irgendwie gemacht hat. Das geht los mit den Sessions in Nashville für Elvis is Back, für die Singles. Das geht weiter über die Frank Sinatra Timex Show, da werde ich später noch was dazu sagen, da wird es einen Kritikpunkt geben. Dann geht es weiter über die Aufnahmesessions zu Elvis G.I. Blues und natürlich zum Gospel-Album His Hand in Mine. Und diese Zeitspanne 1960 ist auf diesem 3-LP-Set hier abgebildet. Natürlich, wie bei diesen Veröffentlichungen immer, mit, ihr ahnt es schon, Outtakes. Und jetzt bin ich auch schon gleich ein bisschen beim Kritikpunkt, aber man muss es ein bisschen relativieren. Diese Platten sind ja nicht billig. Und wenn wir uns mal genau anschauen, was wir fürs Geld bekommen. Wir bekommen also Outtakes. Ja, okay, alles schön und gut. Takes, die wir vielleicht noch nicht hatten. Vielleicht gab es auch schon auf einer anderen Veröffentlichung. Hier beginnt aber bereits die Verwirrung. Denn wer von euch weiß denn noch genau, wo er jetzt den Take 5 oder den Take 7 von His Hand in Mine hat? Oder den Take 3 oder den Take 8 von It's Now or Never. Ich nenne jetzt nur 2 Beispiele. Ja? Was wir hier haben, ist ein ziemliches Chaos als Fans. Wir haben verschiedene Veröffentlichungen und wir haben Outtakes, die in keinem Zusammenhang stehen. Natürlich sind die Platten gut gemacht, es sind interessante Playlists, so möchte ich es mal in der heutigen modernen Sprache nennen. Schön zusammengestellt, keine Frage, aber für uns als Fans manchmal etwas unübersichtlich, zumal wenn man, so wie ich, auch ein bisschen Wert darauf legt, wie entwickelt sich ein Song. Und hier beginnt der Schwachpunkt dieses 3-LP-Sets. Viele Aufnahmen, ja, sind schön zu hören, aber sie bringen mir keine neuen Erkenntnisse. Man muss schon ein bisschen mit der Lupe suchen, speziell bei dieser Veröffentlichung, dass man hier wirklich was Interessantes findet, wo man sagt, hoppla, das hatte ich noch nie, da habe ich noch nie gehört oder habe ich so noch nie gehört. Und darauf wollen wir jetzt mal ein bisschen eingehen. Wir haben zum Beispiel aus dem Soundtrack von G.I. Blues Pocket Full of Rainbows drauf. Und hier ist doch merklich etwas anders, als wie wir das kennen. Wir hören mal kurz rein. I gave my heart, I gave my love, oh darling, I've been true. Hier ist nicht nur das Arrangement anders, hier sind auch die Akkorde ganz anders. Eine durchaus hörenswerte Fassung, etwas ungewohnt, wenn man nur das Original bisher kannte. Also hier, finde ich schon, haben wir eine Überraschung vorliegen. Entscheidet selbst, was euch besser gefällt. Die Gospel-Outtakes von His Hand in Mine sind alle gut gewählt, auch was wir aus Flaming Star hören. Black Star ist wieder mit dabei, Endtitle-Versionen von Black Star, von Flaming Star, alles durchaus hörenswert, aber jetzt nicht wirklich etwas bahnbrechend Neues. Every man has a flaming star over his shoulder. Interessant wird es auf der letzten Seite und hier hat VPI tatsächlich die Frank Sinatra Timex Show, die Songs Stuck on You, Fame and Fortune und das Medley Witchcraft Love Me Tender mit drauf. Und hier muss ich sagen, hier hatte VPI offensichtlich die alten Master von dieser Show. Mittlerweile gibt es dazu eine viel, viel bessere Veröffentlichung in sehr, sehr guter Qualität. Ich verweise auf mein Video, das ich dazu gemacht habe. Und zwar hat sich der Memphis Recording Service dieser Show angenommen, hat sie in einer exzellenten, wie bisher noch nie gehörten Qualität veröffentlicht. Also hier muss ich sagen, vergesst das, was auf dieser VPI 3-LP-Box drauf ist, greift lieber zum Memphis Recording Service, wenn ihr die Show in wirklich Top-Qualität haben möchtet. Fame
fame and fortune. Fame and fortune. Interessant wird es dann, wie gesagt, gegen Ende der dritten LP. Wir bekommen Home Recordings aus dem Jahr 1960. Home Recordings, die in Bel Air aufgenommen wurden. Elvis zusammen mit Red West und seiner damaligen Freundin Nancy Sharp, die zu dritt hier ein paar Songs einspielen. Wir haben ein paar Ausschnitte draus. Und was ich auch besonders reizvoll finde auf dieser Veröffentlichung, wir bekommen das Duett von Elvis Presley zusammen mit Hope Lang. Mit dem Song Husky Dusky Day, so wie es im Film zu hören war, hier die Movie-Version, auch auf der Platte in sehr, sehr guter Qualität. We're marching across the green grass, green grass, green grass. We're marching across the green grass on a husky dusty day. We're marching off to get married, married, married. We're marching off to get married this husky dusty day. Ja, mein Fazit zu Everybody's Got the Fever. Wir haben eine, ja, optisch natürlich sehr schöne Veröffentlichung. Es gibt auch für mich ganz große Pluspunkte für die Liner Notes, die unter anderem erzählen von der Begegnung von Elvis mit dem Golden Gate Quartett in Paris 1960, als er noch in seiner Militärzeit war, in der Endphase. Das alles ist sehr schön geschrieben. Leider, bitte schreibt doch mal drauf, liebe VPI-Leute, wenn ihr mein Video seht, wer verfasst diese Texte. Das würde mich mal interessieren, weil die nämlich wirklich sehr, sehr gut sind. Also mein großer Respekt an den Verfasser dieser Texte, wer immer es ist. Ja, ansonsten haben wir wieder eine Ansammlung. Man hat wieder mal tief in die Kiste gegriffen mit Outtakes, hat uns mit Outtakes beschert. Schön anzuhören, aber jetzt auch nicht wirklich bahnbrechend Neues. Man muss sich schon die Frage stellen, ist man bereit, jetzt das Geld dafür auszugeben? Wie gesagt, die letzte LP bringt uns in erster Linie ein paar interessante Dinge. Die Home Recordings gab es allerdings auch schon. Das Duett von Elvis mit Hope Lang habe ich so woanders jetzt noch nicht gesehen, aber ihr könnt mich gerne wieder korrigieren in den Kommentaren, wenn es irgendwo schon veröffentlicht wurde. Ihr wisst ja, ich habe da kein Problem damit. Schreibt es einfach rein. Ich kenne ja auch nicht jede Veröffentlichung. Das ist mir auch ehrlich gesagt zu viel. Also schreibt es einfach rein. Also mein Fazit unterm Strich, kann man haben, muss man nicht. Schön gemacht. Die Liner Notes sind lesenswert. Die Tonqualität, als letztes das vielleicht noch angefügt, ist exzellent. Das muss ich wirklich sagen. Exzellent remastered in einer tollen Soundqualität. Bevor wir zur Besprechung aber jetzt von der zweiten Veröffentlichung zum Record Store Day kommen, denkt dran, wenn ihr neu hier seid, abonniert meinen Kanal, gebt mir ein Gefällt mir. Und wer von euch schon ständiger Gast hier ist, danke, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, kommen wir zur zweiten Veröffentlichung, liebe Freunde. Elvis Sings Sid Tepper and Roy C. Bennett. Wir wissen ja, Elvis hat viele Songs von Autoren gesungen, zum Teil auch von Autoren-Duetten. Die bekanntesten dürften sein Jerry Lieber und Mike Stoller, die viele großartige Rock'n'Roll-Hits für Elvis geschrieben haben. Aber bei Sid Bennett und Roy C. Tepper handelt es sich tatsächlich auch um ein Autorenduo, die unheimlich viele Songs für Elvis geschrieben haben. Insgesamt hat das Autorenduo 42 Songs für Elvis Presley geschrieben. Ein bisschen was zu den beiden, kurz zur Lebensgeschichte. Auch hier übrigens wieder in den Liner Notes zu dem Album sehr schön geschrieben und verfasst. Die Geschichte der beiden gibt es zwei erstaunliche Parallelen. Sie wurden beide im gleichen Jahr geboren und starben beide im gleichen Jahr. Beide wurden 1918 in New York geboren, nur wenige Straßen auseinander, und beide starben in wenigen Monaten Abstand im Jahr 2015, sind also sehr, sehr alt geworden. Und von diesen 42 Tracks, die die beiden für Elvis Presley geschrieben haben, bekommen wir hier 19 Tracks auf dieser Einfach LP. Und es gab ja bereits im Jahr 2001 eine Veröffentlichung mit allen Songs von Sid Tepper und Roy C. Bennett für Elvis. Wir haben es hier sozusagen mit einer Best-of-Compilation zu tun. Natürlich auch wieder mit Outtakes, was sonst. Auch hier muss ich sagen, zur Kritik zu kommen, es gilt Ähnliches, was ich für Everybody's Got the Fever gesagt habe.
es sind nicht wirklich bahnbrechend neue Dinge hier auf diesem Album zu hören. Was wirklich erstaunt, ist die überragende Tonqualität. Ich muss es noch einmal betonen, die noch einmal über der liegt von Everybody's Got the Fever. Bis auf 2 Ausnahmen, die also für ganz normale Studio-Sessions für das Album Something for Everybody bzw. Potluck aufgenommen wurden, haben wir es ausschließlich mit Filmsongs zu tun und wir bekommen in den meisten Fällen Alternativ-Takes oder zum Teil, was ich persönlich immer sehr gerne höre, die sogenannten Movie-Versions, also so wie die Lieder tatsächlich auch im Film zu hören waren. Auf den Soundtrack-Album hat man die ja dann immer im Studio nochmal neu, ein bisschen besser oft arrangiert für die LP-Veröffentlichung, aber mir gefallen oft gerade die Movie-Fassungen besonders gut. Da sind hier einige drauf, unter anderem von einem so großartigen Song wie New Orleans oder mein ganz persönlicher Favorit Lonesome Cowboy aus dem Film Loving You. Ein Song, den ich schon immer geliebt habe, ein dramatischer Song und gerade in der Zeit, in der er aufgenommen wurde für Elvis, also in seiner relativ frühen Zeit, 1957, ist so ein Song eigentlich eher außergewöhnlich und mir hat dieser Song schon immer gut gefallen, aber schreibt natürlich in die Kommentare, was ist euer Lieblingssong aus dieser Zeit von Elvis. I am just a lonesome cowboy, and I'm traveling all alone. Ja, soweit zu diesen Veröffentlichungen, die es jetzt zum Record Store Day gibt. Ab heute sind sie erhältlich, ihr könnt sie also auch bestellen und könnt sie euch in aller Ruhe anhören. Es stellt sich, wie gesagt, ich wiederhole mich nochmal die Frage, kann man haben, muss man nicht, will man sich das kaufen? Schön gemacht, auch hier in den Farben, im Vinyl, aber muss jeder von euch selbst entscheiden. Ja, wenn ihr auf meinem Kanal seid, liebe Freunde, schaut auch immer mal wieder in meine Community rein. Ich werde jetzt eine Umfrage anlegen, denn ich werde immer mal wieder gefragt, macht doch mal wieder was über einen Elvis-Film, über einen Soundtrack. Ich weiß, das vernachlässige ich immer ein bisschen. Ich werde jetzt mal eine Umfrage starten, werde mal die 31 Filme auflisten und ihr könnt dann abstimmen, zu welchem Film ihr am liebsten von mir Besprechungen gerne hören würdet. Dann wird es sicherlich ein Ranking geben und dann werde ich mal sehen, was sich machen lässt. Ansonsten haben wir auch heute wieder die Fanzone mit dabei. Ja, und in der Fanzone heute hat mir kein geringerer als Helmut Radermacher hier eine Ikone in der deutschen Elvis-Fanszene ist, kann man so sagen. Ein paar Fotos geschickt aus Pearl Harbor, passend zu meinem Video, das ich über Elvis in Pearl Harbor gemacht habe. Ich verlinke es euch oben. Er war nämlich schon in Pearl Harbor auf Hawaii und hat ein paar schöne Fotos gemacht und die möchte ich euch jetzt nicht vorenthalten zum Abschluss hier in der Fanzone. Ansonsten danke, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin bleibt gesund. Ciao und Servus, euer Gerd. Long live the King.